Ich bin selber als Christ geboren und aufgewachsen, als Katholik. Bis zum 8. Lebensjahr war ich auch regelmäßig in der Kirche. Allerdings hatte ich den wahren christlichen Glauben nie so recht verinnerlicht. Denn für mich gab es immer nur einen Gott. Und Jesus, an den habe ich natürlich geglaubt, aber er war für mich nicht Gott. Sohn Gottes in einem übertragenen Sinne, ja, okay. Aber ich habe nie geglaubt, dass er selber Gott ist. Ich war tatsächlich überrascht, als ich viel später erfahren habe, dass das tatsächlich eines der zentralen Fundamente des christlichen Glaubens ist. Dass alle drei großen Kirchen das sagen, katholisch, evangelisch, orthodox. Dass man nicht Christ sein kann, ohne es zu glauben. Und noch erstaunlicher fand ich, dass die meisten Menschen, die sich selber als Christ bezeichnen, es auch nicht glauben. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren Muslim und ich habe viele Gespräche geführt mit Christen. Und wenn ich das erwähnte, dass die Kirche Jesus als Gott verehrt, erfolgte meistens empörte Ablehnung. Jesus ist nicht Gott, er ist der Sohn Gottes. Okay, er ist nicht Gott, aber von Gott auserwählt. Nicht Gott, aber ihm besonders nahestehend. Nicht Gott, aber der Messias. Nicht Gott, aber von Gott gesandt. Nicht Gott, aber von einer Jungfrau geboren. Nicht Gott, aber er hat Tote lebendig gemacht und Kranke geheilt. Das glaube ich auch alles. Und deswegen bin ich Muslim. Der Islam ist die einzige Religion, die genau das sagt. Seit dem Jahre 325 nach Christus verkündet die Kirche über Jesus: Er ist der aus dem Wesen Gott Vaters gezeugt, von gleicher Substanz wie Gott der Vater. Das heißt, ihm gebühren die gleichen Eigenschaften, die Gott dem Vater zukommen. Ewig, unsterblich, wahrer Gott. So sagt die Kirche. Aber für einen Menschen ist das nur schwer zu glauben. Aber es gibt etwas, woran Muslime und Christen gleichermaßen glauben. Und das ist der Tag der Auferstehung. Dass wir alle vor dem allmächtigen Gott stehen werden und er uns für das, was wir gesagt und geglaubt haben, zur Rechenschaft zieht. Und wenn ich vor diesem Gott stehe, eines Tages, und er würde mich fragen: Wieso hast du nicht geglaubt, dass ich Mensch geworden bin und am Kreuz gestorben? Wenn er mich das fragen würde, dann würde ich ihm sagen: O Herr, du bist der Allmächtige. Wie konnte ich glauben, dass Menschen dich überwältigt und gefangen genommen haben? Du bist der Richter über alle Menschen. Wie könnte ich glauben, dass Menschen über dich Gericht gehalten haben? Du bist der Ewiglebende. Wie hätte ich glauben können, dass du gestorben bist? Und würde er mich dann bestrafen, sage ich ganz ehrlich, ich wüsste nicht wofür. Ich könnte es nicht verstehen. Aber jetzt stelle ich mir die Alternative vor. Was macht jemand, der vor Gott steht und der fragt ihn: Wie konntest du glauben, dass ich, der Allmächtige, ein Mensch geworden bin? Dass Menschen über mich gerichtet und mich getötet haben? Was wird er sagen? Und sollte er bestraft werden, wird er ganz genau wissen, wofür. Wirf dich nicht vor Jesus nieder. Wirf dich vor dem nieder, vor dem Jesus selbst sich niedergeworfen hat. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.